Ich bin Sebastian, 29 Jahre, aus Deutschland, habe Maschinenbau studiert, habe auch einige Jahre als Ingenieur gearbeitet in der Industrie. Mittlerweile beschäftige ich mich den ganzen Tag mit 3D-Druck und Produktdesign. Unter meiner Brand Additive Works designe ich dann Modelle für Leute zu Hause, die können die Sachen runterladen und selber ausdrucken. Lampen, wie man auch hier eine sieht, Kaffeezubehör, Stiftehalter, alles Mögliche. Erste Berührungspunkt hatte ich damals im Studium mit 3D-Druckern. Ich glaube 2019 habe ich mir den ersten gekauft, den musste ich damals noch komplett selber zusammenbauen. Und mich hat eben die Möglichkeit fasziniert, dass man damit schnell und kostengünstig alles erstellen kann oder alles ausdrucken kann, was man quasi modelliert hat, ohne dass man jetzt gleich eine Fräsmaschine zu Hause haben muss oder eine Drehmaschine und tief in die Tasche greifen muss. Mein frühestes Projekt war damals so ein Kaffeedosiertrichter für Siebträgermaschinen. Ich habe das damals in einem Café gesehen bei einem Barista und brauchte sowas für meine eigene Maschine und habe mir das dann selber modelliert und ausgedruckt. Typischer Workflow, ja, nach dem Brainstorming folgt eigentlich dann eine Handskizze. Danach modelliere ich das dann direkt in 3D, mache Testdrucke, passe dann eventuell die Einstellungen nochmal an für den Druck und dann kommt der finale Druck und dann ja, ist es soweit fertig für Produktfotos zu machen etc. Ja, vor allem halt PLA, weil es für ästhetische Teile super ist, hat eine schöne Oberfläche, oft auch dann mit einem matten Design und eine Lichtdurchlässigkeit, wenn man jetzt Lampen designt. PETG ist für mich noch wichtig für Produkte, die hitzebeständig sein müssen oder witterungsbeständiger sein müssen. Von Extruder benutze ich da eigentlich hauptsächlich zwei Sachen, PLA NX2 oder NX2 in dem matten Finish, weil es einfach eine super Oberflächenqualität hat. Und ja, die Farben gefallen mir auch. Dann noch das XPETG, auch in matt, weil es bisher das einzige PETG ist, was ich gefunden habe, was wirklich auch eine schöne Oberflächenqualität hat. Und auch die Temperaturbeständigkeit oder die Beständigkeit eben aufweist, die man für manche funktionale Teile braucht. Der Slicer ist eben das Wichtigste eigentlich, womit man viele Sachen verstellen kann oder so drucken kann, dass es auch reproduzierbar ist und wiederholgenau bleibt. Filamenttrockner benutze ich auch noch, weil das eben öfters schon mal der Fall ist, dass Filamente nass sind oder feucht und dann schlechte Oberflächen erzeugen oder Druckfehler produzieren. Das kann man damit super verhindern. Ja, die Schnelligkeit in der Prototypenerstellung und die kostengünstige Prototypenerstellung ist eben das Tolle am 3D-Druck. Man hat auch einen geringeren Kostendruck. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Spritzguss eine Form erstellt, die kann ja schnell mal 1.000 oder 10.000 Euro kosten. Da muss natürlich alles passen am Ende und beim 3D-Druck kann man auch mal einfach schnell drucken und das Teil ist noch nicht so sauber konstruiert und man hat keinen großen Verlust. Ja, dieses Support oder Infill-Gitterstrukturen sind halt eine tolle Sache, dass man damit schöne Muster erzeugen kann, automatisch schon. Man kann halt eben Hinterschnitte, organische Formen herstellen, die man sonst mit anderen Fertigungsmethoden gar nicht erst herstellen könnte oder viel zu kostenaufwendig wären. Ja, bei mir jetzt zum Beispiel, ich hatte mal diesen Birdfeeder designt, auch für die Extruder-Webseite. Da ist halt diese Gyroid-Struktur zu sehen außen, die halt so schwer herzustellen ist oder schwer zu modellieren oder überhaupt zu fertigen ist. Hängt natürlich in erster Hand vom Anwendungszweck ab. Ist es für ein ästhetisches Produkt gedacht, für ein Dekoobjekt oder eher ein funktionales Teil, was auch hitzebeständig oder witterungsbeständig sein muss. Dann ist natürlich, für mich ist persönlich wichtig, dass es auch, wenn es geht, recyceltes Material ist oder biologisch abbaubares oder Filament aus nachwachsenden Rohstoffen ist, soweit es geht. Ist natürlich oft nicht der Fall. Oft sind die Filamente einfach von den Materialeigenschaften nicht so gut, wie man es manchmal dann benötigt. Und an dritter Stelle ist für mich eben die Lieferbarkeit, ist manchmal auch dann problematisch, da muss man auf andere zurückgreifen. Und Qualität und Preis ist natürlich im Endeffekt auch, wenn man die Sachen dann verkaufen möchte, ein ausschlaggebendes Argument. Ich persönlich benutze viel diese Pastellfarben. Das ist für mich wichtig, dass es da auch Farben gibt, die mir gefallen zum Design.
Diese matte Oberflächenstruktur oder matte Oberfläche ist für mich ein Kriterium, weil ich eben gerne in diesem Bereich designe und den Produkten dann diesen matten Look verpasse. Lichtdurchlässigkeit ist natürlich auch noch ein Ding für Lampen zum Beispiel, dass das Filament dann ja, das Licht schön bricht und gleichmäßig verteilt. Durchaus immer positiv, deswegen bestelle ich eigentlich hauptsächlich da. Sehr gute Druckbarkeit, schöne Oberfläche, diese matten Oberflächenstrukturen gefallen mir sehr gut. Ich hatte halt selten Fehldrucke, ist immer trockenes Filament, selbst vom Werk her. Und auch eine super hohe Festigkeit, selbst bei dem PLA, also das ist immer sehr, sehr stabiles Material. Ja, diese matten Filamente sind halt wirklich ästhetisch und sehen gut aus. Die machen manche Designs einfach letztendlich zu dem, was es dann geworden ist. Weil zum Beispiel diese glänzenden PLAs, die würden dann nicht dazu passen. Also das ist schon außergewöhnlich gut dann. PLA NX2, LX2 hat mich meistens positiv überrascht, dass es dann doch eine höhere Festigkeit hat als andere PLAs, die ich verwendet habe und andere dann dementsprechend unbrauchbar waren. Ja, primär natürlich durch das Design. Wenn etwas nicht stabil genug ist, muss man das halt dicker designen oder anders designen. Ja, das richtige Material, also welches Filament benutzt man dann, und die Druckeinstellungen im Endeffekt sind natürlich dann ausschlaggebend für Ästhetik und Robustheit. Stützstrukturen versuche ich, wenn es geht, zu vermeiden, weil die natürlich nie eine tolle Oberflächengüte erzeugen. Man sieht immer, wenn irgendwo Stützstruktur abgebrochen worden ist oder angewendet worden ist. Ja, meistens benutze ich dann auch irgendwie Hitze, also eine Heatgun oder irgendwas, um Fäden zu entfernen, vor allem bei PLA dann. Oder ein Messer, um halt Feinheiten nochmal nachzuarbeiten oder irgendwas Unschönes wegzuschneiden. Ich versuche, alle Fehldrucke oder Prototypen, die ich hier nicht gebrauchen kann, wieder einzuschicken zum Recyceln und dann wieder eben anderes Filament dafür zurückzubekommen. Oder halt günstiger zu verkaufen, an Freunde zu verschenken. Am besten nicht in den Müll schmeißen, aber manchmal geht das natürlich auch nicht. War, glaube ich, bisher die Gyroid-Lampe, also zum Beispiel die da, weil die eben aus mehreren Teilen besteht. Gewinde waren dabei, das Ganze ohne Supportstruktur, dann dieses Gyroid-Infill-Muster und die Lichtdurchlässigkeit, dass eben das Licht für die Lampe dementsprechend gebrochen wird. Ja, das war schon eine Herausforderung. Ja, alle Designs zum Beispiel, wo diese Struktur offen zu sehen ist, sind halt mit anderen Fertigungsmethoden sehr schwer bis gar nicht herzustellen. Es gibt Filamente, mit denen hätten meine Designs nicht so schön ausgesehen oder auch gar nicht erst funktioniert. Also ich analysiere natürlich immer die Ursache, hat es an den Druckereinstellungen, an den Slicer-Einstellungen oder am Design selbst gelegen. Versuche das dann so anzupassen, dass es funktioniert. Zur Not muss man halt das umdesignen, ummodellieren, wenn es einfach nicht hinhaut, selbst mit den anderen Einstellungen. Die grenzenlosen Möglichkeiten für Designs. Heute fällt mir irgendein Design ein, morgen kann ich es schon modellieren und sogar schon ausdrucken. Diese Schnelligkeit halt, die man mit den Druckern hat, diese schnellen Prototypen zu erzeugen, kostengünstig vor allem. Ich werde wahrscheinlich mir ein bisschen die flexiblen Materialien anschauen, vielleicht auch in Kombination mit den steifen Materialien. Also TPUs in verschiedenen Härten oder sowas, das wäre in Zukunft sicher interessant. Lampen sind natürlich ein großes Ding aktuell, wird viel gemacht. Die Organisierer, Aufbewahrungsmöglichkeiten, Stiftehalter und ja, Dinge zu fixen, die im Alltag halt genervt haben. Ne? Also irgendwelche Kabel, die immer runterfallen, dann Kabelhalterungen erstellt oder irgendwas, was man zu Hause hat, was einen stört, was einen eigenen Platz bräuchte. Das kann man dann halt selber schnell modellieren und passende Designs erstellen. Ich glaube, er wird halt noch weiter zugänglich gemacht werden, leistungsfähiger. Ich denke, irgendwann wird fast jede Privatperson zu Hause einen 3D-Drucker stehen haben, wodurch es natürlich dann auch nicht mehr so wichtig ist, dass Sachen online gehandelt und verschickt werden müssen, weil man sich vielleicht Produkte sogar selber zu Hause ausdrucken kann, muss es nur runterladen, muss es gar nicht mehr
online kaufen, nur die Datei dann. Materialvielfalt wird natürlich noch größer werden, Materialien werden besser werden, vielfältiger, stabiler. Die Druckqualität wird natürlich ist schon sehr gut, aber wird wahrscheinlich noch weiter zunehmen. Ja, das ist eben so ein bisschen meine Hoffnung, dass man quasi Sachen lokal zu Hause produzieren kann und vielleicht ein bisschen die Umwelt geschont wird, wenn nicht mehr so viel versandt werden muss oder weniger versandt werden muss und der Recycling-Kreislauf dann auch effizienter funktioniert oder besser funktioniert, wenn man Sachen zu Hause vielleicht sogar selber recyceln kann oder alles dahin schickt, wo es dann wirklich auch recycelt wird. Mal sehen, was wir in den nächsten Jahren sehen werden.